Ihr könnt euch nicht vorstellen, mir ist etwas passiert. Das ist mir vorher noch nie im Siege passiert. Noch nie. Bleibt dran, damit ihr seht, was mir passiert ist. Aber bevor wir dazu kommen, was mir passiert ist, zeige ich euch erstmal ganz kurz, gegen wen wir den Siege haben. Gegen Chaos und L'Academie. Ich zeige euch wie immer erstmal die Devs, damit wir wissen, was wir überhaupt angreifen müssen. Da musste ich mir mal eben ganz schnell eine reservieren, bevor die weg ist, weil ich schon direkt im Kopf hatte, was ich dagegen benutzen möchte. Und man kennt es ja, ne, bevor die anderen einem das dann wegnehmen. Die 4-Sterne-Basen sind immer ein bisschen exotischer im Moment. Dadurch, dass ja der Schumar dabei ist, gibt es da viele verschiedene Devs, die wir antreffen. Bei den 5-Sterne-Basen ist es irgendwo im Moment immer noch dasselbe. So, wir machen dann erstmal den ich gerade, wie ihr gesehen habt, frisch markiert habe. Ich habe euch diese oft bereits schon gezeigt. Ich finde sie super mega gut und es macht auch unfassbar Spaß, mit ihr zu spielen, weil die sich halt wirklich sehr, sehr safe anfühlt. Also, ich gehe auch bei dem Rakuni immer auf minus Wind, weil im Bestfall ihr wollt das LD snipen. Also wir gehen jetzt gleich rein und wollen die Giselle snipen. Und die Edna bleibt dann über. Natürlich wird sie jetzt nicht auf den Rakuni gehen, aber einfach für den Fall der Fälle, weil im Normalfall eine Tanisha macht jetzt nicht unbedingt den Bombenschaden. Also, ne, jeder kann es natürlich entscheiden, wie er möchte, aber ich spiele ihn dann halt in den Artis auf Minuswind und rechtes Arti dann, also das untere jetzt mittlerweile S3 Erholung. Und nachdem das LD dann raus ist, dann spielt ihr das einfach aus. Natürlich, es kann mal ein Oblivion auf die Cassandra kommen oder irgendetwas. Aber im Normalfall sterben die Units dann nicht, weil beide gehen eigentlich auf dieses Windmädchen da mit dem Hund. Und wie ihr seht, wir haben jetzt gerade auf der Cassandra ein Oblivion und es macht uns halt wirklich nicht viel aus, weil ja, das juckt halt nicht. Warum sollte die Edna auf sie draufgehen, wenn da ein Windunit steht und sogar noch ein Deathbreak hat, ne? Also von daher war mir dann natürlich ein bisschen zu blöd, habe ich sie einfach rausgesniped. Man kann natürlich in dem Fall, als auch hätte man die Edna rausnehmen können. Es war für mich einfach der Fall, dass ich nicht das noch länger in die Länge ziehen wollte, weil sie halt Oblivion gibt oder Speechless gibt oder wie auch immer oder Stun oder irgendetwas. Aber so ist es mega toll. So, wir sind da angekommen. Was ich verkehrt gemacht habe. Also die Off habt ihr bereits schon gesehen. Das war nicht der Fehler, sondern wogegen ich es gespielt habe. Ganz kurz, ich habe so den Fokus verloren. Ich war am Telefonieren und normalerweise, wenn ich eine Off-Rune, dann gehe ich manchmal in die Tower rein, wo noch eine steht, die wir aber nicht einnehmen sollen, und da ruhe ich mir dann ganz, ne, in Ruhe schnell meine Units zurecht, gehe dann raus und gehe dann in die Dev rein, wofür es eigentlich gedacht ist. Ich war aber sowas von ohne Fokus. Ich war am Telefonieren, ich habe das nebenbei geruht. Die Runen waren alle perfekt, aber es war die falsche Dev. Es war einfach die falsche Dev. Ich bin mit der falschen Off in die falsche Dev reingegangen. Das ist mir noch nie vorher passiert. Jetzt guckt mal, es ist ja noch nicht alles gewesen. So, zu dem Zeitpunkt jetzt ich noch gewinnen. Jetzt pushe ich mir die Claire dann hoch und ja, den Vogel raus und fertig. Das habe ich noch nie gesehen, noch nie, dass ein Yara, Moment, wir wollen's kurz, eine Sekunde, guckt euch 53.000. Das war dann natürlich durch, ja,
Der war sowas. Also, ich bin vom Glauben abgefallen. Wirklich. Danach hat ein Gildi den gemacht, der hat natürlich gehittet wie eine nasse Nudel, da kam gar nichts drum rum, aber das war, ich weiß nicht, ich wollte schon direkt aufhören. So ein Fehler ist mir noch nie passiert. Ich lasse euch das mal kurz laufen, damit ihr noch seht. Ja, die Cichlidt geht natürlich direkt auf die Claire. Was sollen wir da noch machen? War dann gelaufen, musste ich aufgeben. Da habe ich jetzt extra die Dev. Das ist die Dev, wo ich eigentlich rein wollte. Da wollte ich eigentlich rein. Und ich bin in die falsche. Ja, kann man auf jeden Fall nicht ändern. Wir gehen einfach mal in die nächste. Ist noch nicht so lang bei mir, der Windmonker, dieser deswegen. Ich finde sie super cool und spiele sie auch sehr, sehr gerne. Viele haben natürlich mehrere von den Windaffen. Ich habe leider nur einen einzigen. Ich würde ihn aber auch häufiger festhalten, wenn ich ehrlich bin. Also ist ein super cooles Team und finde ich viel, 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 viel sicherer wie mit Feng, wie ich das vorher gespielt habe, weil ich halt einfach ein paar Leo-Dupes habe und finde einfach super gut. Also da passiert jetzt auch nicht wirklich viel. Nicht mal die Lamiella zieht irgendwie viel. Das ist so cool und ich denke, dass das maximal, also wirklich nur maximal extrem schief laufen kann, wenn ja eure Units nicht tanky genug sind oder der Echier halt auf den Death Break extrem reinfenstert. Wenn der halt auf Crit Rate ist oder wie auch immer, dann könnte ich mir vorstellen, dass das halt ein bisschen kritisch wird. Deswegen, ich habe alle meine 3 Units auf Minuslicht gemacht. Nicht auf Minuswasser, sondern auf Minuslicht. Das könnt ihr natürlich selber entscheiden, wie ihr das macht. Ich persönlich finde aber, dass der Echi da sehr, sehr, sehr viel wichtiger und schlimmer ist, weil der halt häufiger auch mal auf Damage sein kann. Die Lamiella ist halt, ja, immer gleichbleibend und wenn ihr genug HP habt, dann denke ich, dann dürfte das auch reichen, die zu überstehen. Wir kennen's, die meisten von euch finden's gut, viele hassen's. Keine Ahnung. Ich spiel's trotzdem halt weiterhin und fertig. Ich habe es jetzt gewählt, weil die Tanisha halt strippt, immer gut und auch mit dem Fermion. Also eigentlich passt es super duper gut. Gar keine Frage. Brock, man kennt's nicht anders. Was soll man machen? Ja. Hab kurz überlegt, auf den Fermion zu geben, aber ja, so, Sekunde. Das ging jetzt ein bisschen schnell. Wir machen das mal. So, wir machen das nochmal genau hier zurück. So, ich hätte hier eventuell auf den Fermion den Oblivion geben können, aber dann hätte er vielleicht nicht gekriegt, also nicht so viel Damage gemacht. Aber wir haben ja bereits gesehen, dass er 3-mal geprockt hat. Das hätte nichts gemacht. So, wow. Erstmal der Death Break von der Savanne auf das Feuer-Unit. Klasse. Mega. Und dann 1 und 2 und na gut, das ist, das ist over. Da kann man nicht viel machen, da kann man natürlich gar nichts mehr machen. Der Thesarion ist raus und der hat Support dabei, also ja, es ist vorbei, man kann es aufgeben. Wir warten nur noch, bis dass ich dann mal auf den Aufgebe-Button gedrückt habe. In solchen Fällen ist es dann halt immer extrem blöd. Aber wir sind ja hier mit ungeschnittenem Material. Hier habe ich was Gängiges danach. Also ich muss ehrlich sagen, den ersten Lust, das war mein Fehler. Also merkt euch, habt immer den Fokus auf den Siege. Immer, immer. Telefoniert am besten nicht dabei oder irgendetwas. Ähm,
Naja, den ersten, den war ich selber schuld, aber beim zweiten ist natürlich echt blöd mit diesem Geprocke und genau so, wie es dann gelaufen ist. Und da habe ich dann gedacht, boah, nee, jetzt gehst du mit Snipe rein. Jetzt lässt du nichts mit dem Zufall und machst es einfach, wie es normal ist. Also, ich meine, gut, diese Def, die bietet sich natürlich auch an, gesniped zu werden. Ich wüsste nichts, womit man diese brusern könnte. Wirklich nicht. Wenn ihr da was wisst, schreibt's mir gerne. Ich wüsste nichts. Keine Ahnung. Und weil es sich halt angeboten hat und wir den Tower halt schnell nehmen mussten, habe ich es direkt noch einmal benutzt. Es war ja schon geruht, also musste ich nur die Runen rüber switchen. Das Einzige, was mir dann aufgefallen ist, dass ich da noch schnell das Arti ändern musste. Das mache ich dann natürlich immer, ne? Je nachdem, was wir da snipen wollen. Eben war es der Maxi, jetzt ist es der Mimir. Und deswegen noch mal ganz kurz schnell das Arti gewechselt und dann geht's auch rein da. Es ist im Prinzip genau dasselbe. Wir snipen dort den Strip. Das ist der Lionel, weil wir ja die Buffs haben. Also ist es dann wichtiger, den Strip zu snipen, weil dann kann halt die Justitia nichts großartig machen. So. Und das war jetzt dann auch genauso wie eben, wir haben mit der Sonja haben wir den Lionel rausgenommen und mit der Ming haben wir den Mimir rausgenommen. Selbst wenn der jetzt nicht rausgegangen wäre, wäre es jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Das dürfte normalerweise, außer die rasten aus. Also ich will da nichts zu sagen dann, ne? Wie ich ja gerade sagte, der Tower musste schnell fallen. Ich habe dann alleine, das ist der dritte jetzt in dem Tower. Da habe ich aber jetzt mal was Neues für euch, weil ich ja nicht so schnell bin und meistens keinen Triton outspeede, bin ich da mit reingegangen. Gibt wahrscheinlich Leute von euch, die die oft ganz normal kennen. Gibt welche, die kennen die nicht. Guckt es euch an. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt natürlich. Ich habe sie nochmal optimiert jetzt danach. Also, ne, in dem Fall musste ich dann, also normalerweise pushe ich mit dem S1 dann hoch, aber in dem Fall war es jetzt nicht unbedingt nötig. Hier war für mich wichtig, dass wir den Gojo rausnehmen und ja, dass der Mimir Schaden macht, war mir schon klar, aber ich kann, leider Gottes ist mein schnellstes Set halt ein Damage-Set. Und ich habe ihm schon so viel HP wie möglich gegeben auf diesem schnelleren Set. Ja, er war jetzt nicht gerade mal extrem tanky, aber wir haben outspeedet. Das ist wichtig gewesen. Und naja, das ist ja, wie ihr jetzt seht, super gut gelaufen. Ich fand es mega gut und habe hinterher noch mal ein bisschen optimiert. Ich habe denen noch mal ein bisschen Schaden gegeben und ich habe die auch noch mal ein bisschen speedtuned und angepasst. Also, weil wo ich das letzte Mal gemacht habe, das Deck, das ist schon ein bisschen her. Jetzt ist es am neuesten Stand. Ich hoffe, ich kann es euch irgendwann die Tage noch mal zeigen. So, seid mir nicht böse, aber ich war nicht mehr in dem Modus, irgendwelche Bruiser-Sachen zu spielen, um eventuell mir noch einen Loose einzufangen, weil wir aufgrund von Angie verlieren oder so. Deswegen habe ich einfach das für mich sichere ausgewählt. Normalerweise, ihr wisst, gehe ich da auch gerne mal rein mit Vero, Juno und Aya. Funktioniert auch. Habe ich auch schon gespielt und ist auch gar keine Frage. Das hier kann natürlich genauso, wenn der Kumar irgendwie durchdreht, kann das genauso schief laufen. Aber es war mir in dem Moment einfach, ne, ihr seht ja, er prockt da dann auch wieder, aber es war mir in dem Moment einfach ein bisschen sicherer, ähm, um ehrlich zu sein, weil ich da einfach keinen Bock mehr drauf hatte, so, ne? Der hat sich jetzt geheilt, jetzt konnten wir uns dann healen und fertig. Also wie gesagt, ihr könnt da gerne auch mit Vero, Aya und Juno rein. Ihr müsst dann nur bedenken, dass die Aya natürlich von dem Kumar immer wieder das Oblivion eventuell kriegt. Ne? Vielleicht würde ich da dann eher Vero, Juno und Tetra nehmen. Bessere Wahl. Ganz im Sinne, zeige ich euch dann doch nochmal ein bisschen Content und nicht nur Snipe. Ich habe die alle massiv tanky gebaut. Die sind alle auf dem 6er-Tick.
damit die genug aushalten und genug HP haben. Ihr habt gesehen, Pony und Alia habe ich beide auf 100 Resi gemacht. Ja, natürlich hat sich die Schischlet auch direkt also ich weiß auch nicht, nach was die entscheidet, den ausgesucht, der jetzt nicht genau 100 Resi hatte. Und ihr habt gesehen, wie tanky meine Units sind. Also der Schaden ist schon nicht ohne gewesen. Wirklich, muss ich echt sagen. Ich habe ganz kurz gedacht, boah, das wird jetzt. Warum hast du schon wieder Bruiser-Zeug ausgewählt anstelle von Snipe? Aber ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe halt leider öfters auch schon erlebt oder beziehungsweise öfters gehabt, dass die Schischlet mich dann outspeedet. Ja, wir hätten natürlich mit irgendetwas reingehen können, wo wir safe outspeeden. Ich hatte jetzt keine Adriana mehr über. Und Adriana finde ich dann auch irgendwo ein bisschen kritisch. Die hat halt nur ein Speed mehr wie die Schischlet und die Sylvia hat einen höheren Speedlead wie Ming. Also von daher, da könnte man dann eventuell mit einem Schilling oder sowas reingehen. Ja, man hätte genau dort definitiv auch Hagging nehmen können. Aber von dem war ich für heute bedient. Der wurde mir ja schon rausgebrockt und deswegen wollte ich ihn jetzt nicht nochmal nehmen und habe dann einfach gedacht, wir bruisern da ein bisschen. Ich habe kurz überlegt, heile ich lieber oder mache ich das? Also immer mal wieder muss ich mal auch überlegen und ja, da muss man dann natürlich auch immer ein bisschen weiterdenken. Da war mir dann sicherer zu heilen und nicht jetzt die Stacks auf Biegen und Brechen durchzubrettern und kann sie dann nachher im Endeffekt gar nicht mehr nutzen. Deswegen, da war dann irgendwo auch die Turnorder ein bisschen blöd. Eigentlich wäre das besser gewesen, wenn das Pony noch vorher gemoved hätte, weil dann wäre der Bollwerk voll gewesen. Und ja, keine Ahnung, warum die Schischlet auch immer wieder die Death Breaks getroffen hat. Ich habe ja am Anfang gezeigt, meine Units waren alle auf 100 Resi und die hat irgendwie immer die Death Breaks getroffen. Das war irgendwie, ich weiß nicht, das zeigt mir dann irgendwo so ein bisschen, dass 100 Resi vielleicht doch nicht so extrem ist. Wer weiß, ne? Man munkelt ja, dass ACC und Resi sowieso irgendwo nicht ganz so funktioniert, wie es sein sollte. Aber gut, vielleicht war sie auch einfach auf 100 ACC. Man weiß es nicht. Ne? Also ich habe keine Ahnung. So, jetzt ist der Wenn raus. Das ist erstmal der am meisten Damage macht. Traurigerweise auf die Wasserunits. Ich habe auf alle meine 3 Wasserunits minus Feuer gespielt. Auf alle 3. Und der haut trotzdem so einen enormen Schaden raus. Also, Hut ab. Müssen gute Artis eventuell gewesen sein. Also, anders kann ich es mir nicht erklären. Tanky waren die Units. Ja, war nicht ohne. War wirklich nicht ohne. Und jetzt heißt es dann nur noch ausspielen. Ich habe irgendwo gehofft, dass ich mal ein bisschen crazy procke, wie die das da auch gemacht haben. Ja, gut, jetzt hat mein Pony mal ein bisschen geprockt, aber so die richtigen heftigen Procs sind ausgeblieben, damit es ein bisschen schneller geht. Also jetzt habe ich euch ein bisschen gestellt. Tut mir sehr leid. Aber was soll man machen, ne? Sitzt man ja auch nicht drin. Man spielt es dann einfach aus und wir hatten ja auch ein bisschen Redebedarf, oder nicht? Also von daher passt das ganz gut. Wir machen jetzt die leer und hauen sie raus und fertig. Geschafft. Jetzt habe ich auch eine Premiere, habe ich vorher noch nie benutzt. Auch in der letzten Season nicht ein einziges Mal. Ich wurde öfters drum gebeten und guckt einfach mal rein. Ich erfülle ja ab und zu dann auch das, worum ich gebeten werde. Und ich habe benutzt Lucian. Ihr könnt es sehen, der Hit geht so schnell jetzt. Ich habe Lucian benutzt. Das ist wirklich mal Premiere für mich.
Ich hätte es jetzt auch mit Dova benutzen können, aber ich wollte dann doch so ein bisschen den Theon für den eventuellen Revive in der Hinterhand haben, weil ich mich halt so unsicher fühle mit Lucian. Weil ich habe es benutzt. Ich habe es auch nur benutzt, weil ich mir dachte, da wird mich nichts outspeeden. Also jetzt wirklich. Ich habe geluschend. So, wir haben den Siege gewonnen. Wie ihr seht, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dass ich euch ein bisschen abholen konnte damit und ich mache mal mit euch zusammen wieder die Kiste auf. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo dalassen würdet. Es gab eine Glancy-Kiste und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.